Die Raumaufteilung im Foto kann dem Motiv zum Vorteil werden, kann aber auch nachteilige Wirkungen erzielen. Und welche Bedeutung so der Raum in einem Motiv erfüllen kann, darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Zum einen gibt es da den offenen Raum. Dieser gewährleistet eurem Motiv ein bisschen Platz zum Atmen, lässt das Motiv stimmig wirken, ohne dass es aus dem Bild herausfällt. Das seht ihr besonders bei Porträtfotos, wenn diese etwas gedreht sind zum Beispiel, dass das Porträt in den offenen Raum sozusagen reinschaut. Das seht ihr jetzt hier einmal in dem Bildausschnitt ganz gut. Wenn ich so rumsitze, dem offenen Raum zugewandt, sieht es viel stimmiger aus, als wenn ich hier drüben so am Rand sitzen würde und mich der Kante des Bildes zuwende. Wisst ihr, was ich meine? Das ist der offene Raum. Wichtig ist der offene Raum auch, wenn ihr Bewegungen darstellen wollt, beziehungsweise Bewegungen einfangen wollt. Also in der Sportfotografie oder auch in der Tierfotografie, wenn der Hund mit dem Bällchen losrennt, dann lasst ihr in Richtung des Rennens etwas mehr Platz bis zum Bildrand. Ja, dass der Hund eben nicht aus dem Bild rausrennt. Dafür ist der offene Raum ganz wichtig und auch sehr geläufig, beziehungsweise eigentlich bei fast jedem Motiv allgegenwärtig. Den negativen Raum hingegen, den müsst ihr gekonnt einsetzen als stilistisches Mittel. Der negative Raum lässt dem Motiv noch mehr Platz zum Atmen und wenn die Umgebung recht ruhig ist, lenkt es die Aufmerksamkeit auch noch gezielter auf das Hauptmotiv, was man vielleicht im ersten logischen Denken gar nicht in Erwägung ziehen würde, weil man sich eben denkt, wenn ich diesen Baum jetzt als Hauptmotiv nutzen möchte, dann packe ich den formatfüllend in meinen Ausschnitt und dann ist gut. Aber nein, ihr erzeugt viel mehr Interesse beim Betrachter, wenn ihr noch mehr Platz rundherum lasst. Das muss man natürlich wirklich gekonnt einsetzen, dass es nicht wahllos wirkt oder auch dass noch deutlich wird, was denn die Botschaft des Bildes ist oder was das Hauptmotiv darstellt. Und dafür eignet es sich eben gut, wenn die Umgebung relativ ruhig ist oder wenn ihr weite Landschaftsaufnahmen nutzt, die eben besonders ausschweifend sind, dann habt ihr auch so dieses Gefühl von freie Natur, Weitläufigkeit, man kann atmen. Das erzeugt ihr mit dem negativen Raum. Traut euch da ruhig mal, denn ihr könnt auch mal schauen, wie die Wirkung des Bildes sich verändert. Ich habe da mal 2 Porträts rausgesucht für euch. Da ist die Umgebung nicht ruhig. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was ich gerade erzählt habe. Aber es passt zum Model, zum Hauptmotiv. Wenn ich aber das Bild so zuschneide, dass es eben formatfüllend ist, dass trotzdem das Model im Hauptfokus steht, dann bekommt das Bild eine ganz andere Wirkung und es sieht, finde ich, direkt etwas langweiliger aus. Also versucht ruhig mal, wirklich eure Umgebung noch mehr zu involvieren in euer Motiv, in euer Foto. Und ich muss sagen, als ich dazu recherchiert habe und meine eigenen Bilder durchgeschaut habe, ich mache es selber auch viel zu wenig. Deshalb mein Appell an euch, versucht wirklich mal bewusst negativen Raum in eure Motive zu integrieren und auf diese Weise eine besondere Einfachheit, zum Teil auch minimalistische Optik zu erzeugen und gleichzeitig etwas noch Interessanteres zu kreieren. Auch das Framing, also das Bild im Bild, gehört zum Thema Raumaufteilung. Und das ist ein sehr beliebtes Stilmittel, das nutze ich auch selber sehr gerne. Dabei geht es einfach darum, dass ihr beispielsweise durch etwas durchfotografiert, was dann euer Hauptmotiv umrahmt. Ja, dabei geht es einfach nur beim Framing, dass ihr eben nochmal einen künstlichen Rahmen schafft oder einen natürlichen, bereits vorhandenen Rahmen nutzt und euer Hauptmotiv einkreist. Finde ich selber auch immer ganz schön, weil man dann im Vordergrund noch so diese unscharfe Optik hat und dadurch eben wieder mehr Tiefe ins Bild zaubern kann. Das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Das sind die 3 wichtigsten
Themen bezüglich der Raumaufteilung, der offene Raum, der negative Raum und das Framing. Merkt euch diese 3 Sachen einfach und ja, wendet sie gerne bei euren nächsten Motiven an. Wenn ihr noch weitere Tipps zur Bildkomposition habt oder irgendwelche Wünsche, worüber ich bezüglich Bildkomposition mal sprechen soll, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, ja, sehe ich mich, vor allem, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bye!